Motivation nach der Schule zur Bundeswehr zu gehen war, dass ich mich unheimlich sehr für die Fliegerei interessiert habe und wollte gerne Hubschrauberpilotin werden und habe dann den Schritt zur Bundeswehr gewagt und die Ausbildung auch angefangen. Leider gab es dann nach einem Jahr medizinische Aspekte, warum es nicht geklappt hat, und habe dann die Chance bekommen, einen anderen Bereich zu wechseln und bin in den logistisch-kaufmännischen Bereich gegangen, habe meine Ausbildung bei der Bundeswehr gemacht und somit hat man mir damals angeboten, die Logistik zu koordinieren für Auslandseinsätze. Und so begann dann der Weg auch bei der Bundeswehr. Die Aufgaben begannen eigentlich damit, wirklich von der Basis, also von dem Basismaterial, was man benötigt für ein Camp im Einsatz, bis zur Manpower-Stärke alles hinzuschicken. Das bedeutet wirklich von der Decke bis zum Container und natürlich dann auch vom LKW bis zum Personal alles in das Ausland sozusagen zu koordinieren und dann auch hinzuschicken. Ich war in Afghanistan 6 Monate und habe da nicht nur die Logistik koordiniert, sondern ich hatte die Chance bekommen, in einer ganz neuen Abteilung zu starten. Und zwar hieß die CIMIC, Civil Military Cooperation. Und da war für mich die große Herausforderung als Frau, die Koordination und die Verhandlung mit den afghanischen Bewohnern vorzunehmen. Und das bedeutet zum Beispiel Schulaufbau, Straßenbau, alles was auch Verteilung von Essen angeht und so weiter. Also das war dann meine Aufgabe und die, muss ich sagen, im Nachhinein war eine unheimlich tolle und spannende Herausforderung. Ja, insgesamt war ich 8 Jahre bei der Bundeswehr, habe mich dann aber auch nach dem Auslandseinsatz Afghanistan wirklich dafür entschieden, rauszugehen. Und das lag natürlich auch daran, dass ich meiner Familie versprochen habe, was Anständiges und vielleicht nicht so Gefährliches zu tun. Und habe mich ganz anständig an die Uni gesetzt und habe sozusagen auf die kaufmännische Ausbildung, auf dem zweiten Bildungsweg dann angefangen, internationale Logistik zu studieren. Bis zur TWI war noch ein kleiner Zwischenschritt, also eigentlich auch ein ganz besonderer Schritt. Und zwar habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben beim Automobilzulieferer. Und dieses Unternehmen hat mir die Möglichkeit gegeben, nach der Abschlussarbeit mich zu übernehmen. Und eigentlich bin ich ja im Logistikbereich tätig gewesen und mein damaliger Chef hat dann gesagt, Doreen, das mit der Logistik, das lassen wir hier alles. Du musst in den Vertrieb und versuch dich, wir geben dir hier die Möglichkeit, und die Chance habe ich angenommen und war dann auch 3 Jahre tätig als Sales Manager für einen Automobilzulieferer und muss sagen, das war so spannend, dass ich gesagt habe, für mich ist der Vertrieb genau das, was ich möchte. Nach 3 Jahren habe ich mich dann neu orientiert oder wollte mich auch neu orientieren. Und dann kam die Chance sozusagen, mich bei TWI zu bewerben. Und das waren auch gute Vorstellungsgespräche, auch ein ganz, ganz neuer Bereich. Ich war vorher in der Elektronikbranche und jetzt natürlich die Fließbranche. Und da habe ich dann die Möglichkeit bekommen, hier anzufangen bei TWI, auch als Sales Manager und auch im Automotive-Bereich. Da kommt es natürlich darauf an, dass man jemanden hat, eine Person, die, ich würde sagen, an einen glaubt und einen pusht. Und die Chance habe ich bekommen durch meinen Chef, der gesagt hat, Doreen, dir gebe ich die Möglichkeit, nicht nur die Business Unit zu wechseln, sondern auch einen Schritt weiter zu gehen und Business Unit Director zu werden. Und ich muss sagen, das war für mich eine Riesenherausforderung und natürlich auch mit viel Respekt und Spannung beinhaltet. Aber es war der richtige Schritt und mit viel Unterstützung haben wir das dann auch gut gepackt und somit kam natürlich dann auch der Schritt, in die Filtration zu wechseln, Business Unit Director zu werden und mit meinem tollen Team jetzt auch voranzugehen, und da schaffen wir einiges.
die nächste Herausforderung bestand natürlich darin, dass ich natürlich die Jüngste im Team war und natürlich auch die einzige Frau. Aber das war gar nicht so der Punkt, weil durch die Bundeswehr war ich natürlich ganz oft die einzige Frau. Bei meinem Arbeitgeber zuvor war ich die einzige Frau im Team und hier bin ich zumindest im Vertrieb auch die einzige Frau im Team. Aber das finde ich auch spannend, weil wir haben ja auch Frauen außenrum oder drumherum. Und für mich ist das einfach unheimlich schön mit dem Team, weil das Team ist erfahren und gibt mir ja auch das Gefühl, mit viel Know-how mir die Unterstützung zu geben, den richtigen Weg zu gehen. Und hier ist es nicht speziell, dass es Männer sind, sondern hier kommt es natürlich darauf an, dass wir einfach ein tolles Team sind. Und auch wenn das am Anfang nicht einfach war, wir mussten uns alle zusammenraufen und gucken, wie wir den gemeinsamen Weg gehen. Aber da muss ich sagen, danke ans Team, das hat gut geklappt.